Mit Version 1.29 hat Gran Turismo 7 das fetteste Update bekommen, seit das Spiel erschienen ist. Die größte Neuerung vom neuen Update ist natürlich VR. Das Spiel ist jetzt kompatibel mit PlayStation VR 2, dazu habe ich ja schon einige Videos gemacht. Und jetzt fahren wir mit dem Honda RA272 über Trial Mountain, weil das einfach ein spektakuläres Erlebnis ist. Einerseits wegen dem Honda selbst, das ist nämlich ein Formel-1-Wagen aus den 60er Jahren von Honda, der natürlich auch eine freie Sicht ermöglicht. Und das ist gleich das Zweite. Diese Formelwagen haben eine unfassbar gute Sicht rundherum und das bringt euch wirklich nochmal mitten ins Renngeschehen mit hinein. Und man merkt, wie eng das Cockpit ist. Ich bin hier wirklich komplett eingeschlossen in dieser Wanne und ich kann auch genau beobachten, was die Reifen tun und die Aufhängung tut. Und das ist wirklich spektakulär in VR und es macht einfach wahnsinnig Spaß, damit zu fahren. Bevor es weitergeht, möchte ich euch kurz den Sponsor dieses Videos vorstellen. Yahaha. Eine neue UGC, also User Generated Content Plattform für interaktive 3D-Multiplayer-Erlebnisse. Mit Yahaha kann jeder seine eigenen Spiele entwickeln und veröffentlichen und das komplett ohne Programmiererfahrung. Yahaha bietet dabei ziemlich coole Funktionen und Assets. Genauer gesagt, aktuell sind es bereits über 1 Million Assets, mit denen ihr Spiele erstellen könnt. Hier könnt ihr zum Beispiel die Bewegung und die Angriffsart eines Avatars erstellen und dann anschließend gleich im Playtest-Mode testen. Yahaha unterstützt auch Multiplayer-Funktionen, sodass eure Freunde euch bei Yahaha-Spielen oder anderen 3D-Events begleiten können. Und sie veranstalten auch regelmäßig Live-Sessions für die Community, um euch dabei zu helfen, eure Fähigkeiten zum Erstellen von Spielen zu verbessern. Yahaha ist übrigens kostenlos. Den Download-Link zu Yahaha findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber zurück zum Video. Es ist wirklich krass, dass ich jahrelang gewartet habe, dass eins der F1-Spiele, der offiziellen F1-Spiele von Codemasters, solche alten Formel-1-Wagen bringt. Aus den 60ern oder von mir aus auch den 70er Jahren. Weil ich bin einfach ein großer Fan von diesen alten Zigarren, die eigentlich unfassbar, gefährlich sind. Gerade sage ich es noch, gefährlich. Als nächstes schauen wir uns einen Klassiker an, den 911er Carrera RS von 1973, der jetzt mit diesem Update auch neu ins Spiel gekommen ist. Und den schauen wir uns gleich mal im VR-Showroom an. Das ist auch eine neue Funktion, speziell eben für VR-Brille, wo ihr an 12 verschiedenen Settings euer Auto ganz genau untersuchen könnt. Und das Ganze geht dann mit Controller. Und hier könnt ihr euch frei in beispielsweise dieser VR-Werkstatt euch umgucken und ja, den Wagen genau untersuchen und das zu verschiedenen Tageszeiten. Ich kann auch hier auf Nacht umschalten und ich kann auch ins Cockpit springen. Was jetzt eigentlich wenig spektakulär ist, weil naja, typisches 70er Cockpit, aber trotzdem kultig. Jetzt geht's aber gleich mal ab auf die Strecke. Grand Valley Highway 1, das ist die neue Strecke, die es neuerdings hier gibt. Und das ist ein bisschen umstritten unter den Fans, denn viele Fans haben sich den Grand Valley Speedway zurückgewünscht. Und jetzt ist er da, allerdings anders als gedacht, denn der Grand Valley ist jetzt hier eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen. Das Streckenlayout ist, sagen wir mal, sehr, sehr ähnlich, das ist korrekt, aber das komplette Setting drumherum ist komplett anders. Und deswegen hat der ganz wenig Wiedererkennungswert. Aber dennoch finde ich das eine super schöne Strecke zu fahren. Vor allen Dingen natürlich mit Straßenwagen für so eine Sonntagsausfahrt. Und vor allen Dingen natürlich hier im Porsche. Grand Valley hat trotzdem nach wie vor fiese Kurvenkombinationen. Vor allen Dingen dieses Eck gerade mit diesen kürzer werdenden Kurven. Und auch hier schlecht einsehbare Kurven. Und da kann es ganz schnell ans Limit geben vom Wagen. Was mir sehr gut gefällt bei Grand Valley sind natürlich die Tunnels, die kleinen und Unterführungen, aber vor allen Dingen die Brücken, die wir gleich noch sehen werden. Und natürlich, dass man hier mit einer sehr schönen Aussicht an der Pazifikküste fährt. Das Ganze ist ja definitiv inspiriert vom Highway 1 in den USA. Und hier haben wir die zweite Brücke, auf der wir fahren. Die andere Brücke ist ja da dort drüben. Und
Es ist tatsächlich hier immer wieder ein Wiedererkennungswert zu sehen. Auch hier diese Unterführung, das kommt einem bekannt vor, das hat man schon mal gesehen, aber es wirkt alles anders. Es ist völlig verrückt. Auch hier diese S-Schikane, die gab es auch. Es ist nur ein bisschen anders angeordnet. Also der Grand Valley Highway 1 ist im Grunde eine neue Strecke, kann man so sagen. Noch ein interessantes Detail ist mir aufgefallen beim Fahren mit der VR-Brille. Und zwar, die VR-Brille hat ja Rumble-Funktion, die hat so einen kleinen Rumble-Motor verbaut und der springt an, sobald man irgendwo dagegen fährt, beispielsweise in die Bande, dann rumpelt das ganz kurz. Das sorgt jetzt nicht für die großen Erschütterungen, aber es ist trotzdem noch so ein kleines weiteres Plus an Immersion. Interessant ist übrigens auch das Replay, deswegen, weil es in VR nicht mit und Umsicht ist, sondern es ist zweidimensional. So wie ihr es auf dem Bildschirm eigentlich seht. Bei mir in der VR-Brille habe ich quasi eine große Leinwand vor mir, so eine Art Kinoleinwand. Dasselbe gilt übrigens auch für den Fotomodus. Ihr könnt nur 2D-Fotos machen, keine Fotos mit 360 Grad. Und auch der Zweispieler-Modus, den gibt es nur am flachen Bildschirm. Dasselbe gilt übrigens auch für die Menüs. Das heißt, sobald ihr von der Strecke weg seid und euch im Menü befindet, ist alles auch zweidimensional. Was jetzt nicht besonders stört. Was eher stört, ist, dass die Boxenstops tatsächlich in 2D sind. Das hat mich überrascht. Sobald man an die Box fährt, geht die Sicht automatisch auf 2D mit diesen voreingestellten Perspektiven. Erst wenn ihr die Box wieder verlasst und manuell wieder fahrt, erst dann ist das Ganze wieder mit 360 Grad Ansicht. Beim Update gab es auch noch zwei weitere Wagen. Beim Update gab es auch noch insgesamt zwei weitere Wagen. Zwei haben wir jetzt ja schon gesehen, mit dem Honda und dem Porsche. Und wir haben dann bei Italdesign einen neuen Vision GT-Wagen. Nämlich ja, den Italdesign VGT, den gibt es in zwei Versionen. Einmal quasi mit Street Mode und einmal als Offroad Mode. Schickes Design, kostet 1 Million, kann man wahrscheinlich für sehr wenige Rennen benutzen. Ich finde es aber eher natürlich auch so ein Kandidat für den Fotomodus. Des Weiteren gibt es bei Citroën einen Klassiker beim legendären Händler. Hier gibt es auch den Honda und auch den Porsche und dann auch den Citroën DS21. Nicht zuletzt gibt es auch noch einen neuen Rennmodus, nämlich Sophie. Und zwar Gran Turismo Sophie ist eine KI, gegen die ihr antreten könnt, die erheblich besser fährt als die bisher bekannte Computer-KI. Und diese gibt es auf verschiedenen Levels, also es gibt 4 verschiedene Rennen mit jeweils 4 verschiedenen Stufen, gegen die ihr eben antretet. Und die in den, ich sag jetzt mal, unteren Anfänger-Levels relativ easy ist, aber in den höheren Levels, in der höchsten Stufe, beim 1 gegen 1 Rennen, richtig fies ist. Und die überrascht euch sehr, sehr gerne mit Überholmanövern. Die drängelt auch und ja, die schert sich nix. Insgesamt ist das wirklich definitiv das fetteste Update von Gran Turismo, das es bisher gegeben hat. Einerseits natürlich wegen den 4 neuen Wagen, andererseits natürlich wegen Grand Valley, der neuen Strecke, aber vor allen Dingen wegen der VR-Unterstützung. Und als letztes noch muss ich etwas erwähnen, was mich wirklich nochmal umgehauen hat, obwohl es angekündigt war. Und zwar, dass PlayStation VR auch in den Online-Rennen funktioniert. Und ich konnte das nie so richtig glauben und ich habe es jetzt ausprobiert und ja, es geht. Ihr könnt online gegen andere fahren in VR, auch wenn die nicht in VR sind, die anderen Fahrer. Und es funktioniert wunderbar. Ihr habt vor allen Dingen die anderen Fahrer sehr gut im Blick. Was man eigentlich nicht ganz so im Blick hat, sind die Streckeninfos. Ihr seht nicht die Abstände zu den anderen Fahrern in Sekunden. Ihr seht zwar hier das Schnellmenü und eure Rundenzeiten, aber ihr könnt die nicht vergleichen mit den anderen. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema VR, findet ihr hier mehr dazu. In diesem Sinne, gute Fahrt, meine lieben Leute.